Hallo, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Prägt euch den Anblick dieser Wiese gut ein, denn das nächste Mal, wenn wir hierher zurückkommen, wird sie anders aussehen. Aber bis dahin brauche ich erstmal eine ganze Menge Dirt, die ich mir erstmal anfarmen muss, weil ich wieder alles aufgebraucht habe, weil ich viel zu viel Terraformer Hilfe, ich ertrinke. Dreck hat seinen Preis und wie sich herausstellt, beträgt dieser in etwa 99% einer Diamantschaufel. Manchmal fallen Endermen irgendwie an der Seite, an der Röhre vorbei. Und ich bin mir nicht ganz sicher wie. Ich meine, ich schätze, die fallen dann dadurch die Ecken, aber ich schätze, die werden dann von anderen Endermen runtergeschubst. Maybe I'll have to fix that eventually. But not today. Today, I go mine more dirt. Man kann nie genügend Dreck haben. Fast wie mit Eseln. It is done. Ich habe die Wiese fertig abgeflacht. Nasty. Und da muss noch mehr Terraforming gemacht werden. Aber die Seite ist fancy. Ignoriert, dass der Berg immer noch nicht fertig ist. Ich habe alles abgeflacht. Es ist jetzt ein bisschen weniger choppy und vor allem nicht mehr steinig, sondern alles Wiese. Und oh hey, dort steht eine mysteriöse Kiste. Könnte die potenziell Materialien für das Bauprojekt dieser Folge beinhalten? It's build time, baby! Während ich die Innenseite der Mühle gebaut habe, kam ein Besucher vorbei. Und er hat einen ganz ausgezeichneten Deal für roten Sand. Brauche ich roten Sand? Also, genau genommen, rein theoretisch, könnte man behaupten, nein. Aber, er ist extra den ganzen weiten Weg hierher gekommen, um mir diesen roten Sand zu bringen. Und ich habe noch keinen roten Sand. Amazing. What a steal. I truly am a genius businessman. Ich bin gerade nach Hause gekommen, um meinen neu erworbenen roten Sand stolz in meine Kiste zu legen. Und turns out, ich hatte doch schon roten Sand. Und guess what? Wenn ich den alles zusammenstacke, ratet mal, wie viel das ergibt. Anscheinend war ich auch in der Vergangenheit schon ein brillanter Businessman. Anyway, brillante Deals beiseite. Wir haben jetzt eine niedliche, heruntergekommene, rostige Mühle hier stehen. Passend zu unserer Scheune. Das hier wird jetzt, schätze ich, einfach der ländlichere Teil von dem Dorf, Stadt, whatever. Mit Lamas, die nicht durch die Tür gepasst haben, aber ein Händler, der direkt freudig reingestürmt ist, als ich den Innenraum gebaut habe. Ich habe keine Ahnung, was das genau darstellen soll, aber die Hinterseite sollte irgendwas haben. Also ich schätze, es ist irgendwie
eine Batterie oder einfach nur ein Gegengewicht oder keine Ahnung. Ich bin kein Mühlenspezialist, aber es sieht niedlich aus. Es muss keinen Sinn machen, okay? I like how it looks. It's aesthetically pleasing. Der Außenraum wird natürlich noch mehr angepasst. Aber ich habe die Innenseite fertig. Well, kind of fertig. Ich glaube, ich würde gerne noch ein bisschen Heu wohin stapeln. Aber ich habe gerade keins. Zu dem Problem kommen wir gleich zurück. Alright. Sleepy time. Okay. Good idea. Guten Morgen. Ich schätze, der wohnt jetzt hier. That's okay. Der kann die Mühle für uns betreiben. Zahnräder in Vanilla Minecraft zu bauen, ist nicht so einfach, Leute. They don't look great, aber ich meine, sie bringen die Idee rüber, dass von oben von dem Mühlenrad irgendwie die Kraft runtergetragen wird auf unser Mehlstampfi-Rad. So nennt man das in Fachbereichen. Ansonsten habe ich einen sehr krummen und schiefen und heruntergekommenen kleinen Balkon draußen rangebaut, weil es sonst so langweilig von außen aussah. Und außerdem habe ich Elden Ring gespielt und in Elden Ring hat absolut alles irgendwie kleine, krumme, schiefe, unsicher aussehende Balkone außen dran. Und es sieht cool aus. So, I'm stealing this. I will steal this design practice. Es bekommt in Zukunft alles, was irgendwie langweilig aussieht, random kleine Balkone rangezimmert. Also außerdem, man sieht das leicht, aber in der Nacht würde es wahrscheinlich cooler aussehen, da da sowieso nur Fencegates außenrum sind, damit ein bisschen tiefer es da reingeht und es ein bisschen cooler aussieht, habe ich auf die Rückseite dann Licht gepackt. Das heißt, nachts sollte unser Mühlenrad ein bisschen erleuchtet sein. Which might look cool. We'll see. Kriege ich jetzt die Tür nicht mehr geöffnet, weil da Lamas drin stehen. Well, das war's mit der Mühle. Okay, kriege ich legitim die Tür hier nicht mehr gerechtsklickt. Ah, ja, okay, sie sind weggegangen, perfekt. Aber es wäre ganz cool, wenn die Mühle auch tatsächlich was machen würde. Und was macht eine Mühle? Mehl. Und was ist das mehlartigste Produkt in Minecraft? Knochenmehl. Theoretisch ist auch meine Knochenfarm gar nicht so weit von hier weg. Die ist nämlich einfach da hinten. Was mich an etwas anderes erinnert. Während ich die Timelapse geschnitten habe und ich dabei um die Mühle rumgeflogen bin, ist mir aufgefallen, was eigentlich ziemlich offensichtlich da ist und anscheinend, schätze ich, schon immer da war. Da ist einfach eine Hexenhütte. Ich habe die noch nie bemerkt, ich habe mir die noch nie angeschaut und ich habe sie auch gerade schon wieder sofort vergessen, nachdem ich die Timelapse fertig gemacht habe. Hätte ich sie nicht gerade zufällig wieder gesehen, ich wäre nie hier hingegangen. Ich kann man damit auch irgendwas Cooles machen. Da ist sogar eine schwarze Mieze drin. Ich habe noch keine Miezen, aber ich habe keinen Fisch dabei. Wie komme ich da am klügsten rein? Stein. Oh, die hat nicht mal eine Kiste. Ja, dann kannst du da chillen bleiben, Bitch. I'll be back later. Aua! Rude. Ich wollte doch nur Hallo sagen, weil wir Nachbarn sind und so. Schweinerei. Ich glaube, es heißt, dass da immer Witches spawnen. Ich glaube, ich könnte daraus irgendwie eine Witch-Farm bauen. I don't know. We'll see. Anyway, theoretisch habe ich schon eine Bone Meal Farm, dadurch, dass ich hier eine Skelettfarm unten habe. Aber die ist so langsam und ineffektiv. Es dauert ewig, bis man darüber ein paar Knochen bekommen hat. Und es gibt mittlerweile einen viel effektiveren Weg, um schnell Knochenmehl zu bekommen. Moos. Das heißt, damit die Mühle tatsächlich auch einen Nutzen hat und nicht nur als fancy Deko-Objekt hier in der Umgebung wirkt, habe ich mir gedacht, wir könnten hier eine tatsächliche Funktion reinbauen und ich kann unter der Mühle ein bisschen Raum ausbauen und ich werde hier eine Moosfarm drunter bauen, die uns ganz viel Bone-Mehl ausspuckt und es alles da oben hin auskotzt, dass hier tatsächlich immer Mehl drin ist. Das behebt dann zeitgleich noch das vorhin angesprochene Problem, dass ich kein Weizen habe, weil wenn ich einfach bergeweise Bone-Mehl habe, kann ich ganz schnell endlos viel Weizen anpflanzen. Und dann kann ich endlich auch das ganze Weizen, was ich gerne an der Scheune hätte, dahin packen. Gemein. Könnt ihr mich nicht schubsen? Oh, er ist ausgezogen. Well, okay. Nevermind, er ist wieder eingezogen.
Und dann kann ich auch die Umgebung hier besser anpassen, dass es mehr Sinn macht, dass hier eine Mühle ist. It'll be great. Jetzt muss ich nur noch den tatsächlichen technischen Teil machen und eine Moosfarm bauen. Well, wir sehen uns, wenn sie fertig und funktionstüchtig ist, schätze ich. Bis dann. Amazing. Geräusche von Kompostern. Pistons. Trapdoors. Maschinengeräusche. That means I did it. Hey, eine neu aufgetauchte Pressure Plate. Was macht sie wohl? Wait for it. Wait for it. Yes. Oh. Wir können uns hier jetzt hinstellen und es kommt, quote unquote, Mehl hochgeblubbert. Es kommt alles da hoch reingepustet. Und sobald ich da runter trete, hört es auf, rauszukommen. Nur dadurch, dass ich mehrere Repeater nehmen musste, ist es nicht ganz so live reagierend, wie es cool wäre, aber it works. It's fine. Ich habe eine Moosfarm gebaut. Ich habe nach Moosfarm gegoogelt und habe das simpelste Design genommen, was ich gefunden habe. Ich habe das Design von Sebalu 622 kopiert. Wenn ich dran denke, verlinke ich es maybe in der Videobeschreibung. Ich habe es davor einmal im Creative Mode gebaut, um zu gucken, ob ich irgendwas daran ändern will. Und da hat alles sofort prima funktioniert. Und als ich es hier gebaut habe, hat es nicht funktioniert. Und ich weiß nicht warum. Ich habe auch nichts verändert jetzt, wo es funktioniert. Ich habe nur einen Knopf daran gesetzt, den ich ein paar Mal gedrückt habe und jetzt geht's einfach. It's working though. Es hat nicht länger gedauert, als ich gern gewollt hätte. Ich habe auch den Elevator hier so platziert, dass der kommt eigentlich da raus. Das heißt, der geht durch die Farm einmal durch. Das heißt, ich habe es ursprünglich so gebaut, dass ich das nicht hochblubbern lassen kann und habe das jetzt auch umständlicher, dass es da noch eine Kurve macht. Und I don't wanna talk about it anymore. Ich habe eine Minecraft-Pause gemacht. Ich weiß kein Redstone mehr. Ich habe alles vergessen. Ich kann noch bauen. Ich kann keinen Redstone bauen. Aber es funktioniert und das ist, was wichtig ist. Wir haben hier 2 Komposter, wo das Moos und Seeds und sonst was reingepusht werden und dann zu Bone Meal umgeändert werden und dann teilt es sich auf, dass manches hier in die Kisten wandert und der Rest da hoch in den Dispenser, der dann das Moos weiter wachsen lässt. Es produziert mehr als genug, um sich selber durchgehend weiterlaufen zu lassen und es sammelt sich halt mit der Zeit hier auch einiges an. Was ganz cool ist, was ich mehrfach vorher schon gesehen habe, aber selbst noch nicht für irgendwas nutzen konnte. Ich habe, um das Signal von oben nach unten zu bekommen, die Mechanik genutzt, dass der Status von Blättern ändert sich, wenn Logs die anfangen zu berühren oder wieder aufhören und Observer sehen das. Das heißt, es ist ziemlich cool, als kompakter Weg ein Signal nach unten zu schicken, indem man einfach einen Pisten, was einen Log über Blätter drückt, verwendet. Und dann unten einen Observer das Ganze aufpicken lässt. That's pretty cool. I like it. Wir haben jetzt eine funktionierende Moosfarm. Beziehungsweise Bone Meal Farm. Also es sollte theoretisch jetzt kein Problem mehr sein, dass ich sehr viel Weizen brauche. Wir können uns jetzt einfach jedes Mal, wenn wir Bone Meal brauchen, hier kurz hinstellen und so viel aufpicken, wie wir nötig haben. Eine funktionsfähige Mühle. Es ist jetzt immer nasty laut, wenn ich hier in der Mühle bin, also werde ich nie wieder zurückkehren, außer die 2 Minuten, die ich mir Bone Meal abholen komme. Oh, jetzt wird's dunkel, das heißt, gleich können wir sehen, wie es aussieht, wenn der Windmühlenflügel beleuchtet wird. Is it gonna be fancy? I hope it's gonna be fancy. Das steht auch seit Ewigkeiten mit Scaffolding auf dem Berg da. Ich habe Pläne für dich, Teufelshühnchen. Aber ich habe erst andere Pläne. Eines Tages verlierst du deinen komischen Haarschnitt und bist hübscher. I promise. Tada! Leuchtende Windmühle. Yeah, it looks cute. Hey, fehlt nur noch, dass das Gebiet hier angepasst wird, damit tatsächlich etwas existiert, was die Mühle mühlen kann. Also, wenn sich die ganzen Nachbarn hier von der Wiese verzogen haben, muss ich weiter terraformen und die Umgebung hier etwas hübscher machen. Der Berg hat auch immer noch oben eine Glatze. Die muss auch noch besser gemacht werden. So much work in a day.
Oh well, let's get to it. Arr, dieser dumme Berg ruiniert mir meine Aussicht, dadurch, dass er Schnee drauf hat. Und meine dumme Schaufel ist zu schnell, um ihn ordentlich zu entschneen. Der sollte theoretisch jetzt nicht mehr auf einer Höhe sein, wo noch Schnee fallen kann. Dadurch, dass die Max-Höhe erhöht wurde auch erhöht, ab wann Schnee fällt. Deswegen sollte der fancy und zum Gebiet passend bleiben, wenn ich den einmal entschneee. Und wenn es doch auf einmal wieder schneit hier oben, muss ich irgendwann zurückkommen und alles mit Moosteppich belegen. Und stört das meine Ästhetik, wenn hinter meiner Windmühle Schnee liegt. Pfiff. Stupid Berg mit seinem stupid Wetter. I'm done. Well, nicht ganz done. Es fehlen immer noch einige Details und die Straße ist nicht ganz fertig und ich bin für den Moment done. Ich habe ein großes Feld gebaut, damit es auch actually Sinn macht, dass wir hier eine mehlmahlende Mühle haben. Und der Weg, der hoch zur Mühle führt, ist fertig. Und ich habe einen neuen Baum gebaut. Ich bin mir noch nicht sicher, wie gern ich ihn habe. Ich wollte versuchen, einen größtenteils blätterlosen Baum zu bauen. So, it is. Ist ein alter, kind of, I guess, fast toter Baum. Ich fand's appropriate, dass neben der Mühle, die ein Stück weit Elden Ring Inspiration drin hat, ein Baum drin ist, der sad aussieht. Obwohl Elden Ring ziemlich hübsche Gebiete hat. Aber im Spirit von Souls Games insgesamt muss es sad und tot sein. Anyway, yeah, unser Farmgebiet sieht jetzt langsam tatsächlich ländlicher und farmiger und fancy aus. Es fehlen wie überall natürlich noch einige Custom-Bäume und ich will noch mehr Steinchen in der Landschaft verteilen, weil ich zwar den ganzen Stein aus dem Fußboden rausgeholt habe und sehr lang dafür gebraucht habe, aber so ganz will ich das Steinige unserer Berggegend nicht verlieren, also packe ich ein paar Deko-Steinchen überall hin. Dann muss ich überall den Weg noch ordentlich verzieren und there's a lot missing still. Ich wollte auch insgesamt noch mehr Details in die Felder packen. Die Übergänge sehen ein bisschen stupid aus. Vielleicht kann ich da mit Slabs oder so noch was hübscher machen. Also die Höhenübergänge. Außerdem wollte ich da noch irgendwie welche Wegen vielleicht reintun. I don't know. Aber ich habe jetzt schon sehr viel länger an dem Ganzen hier gearbeitet, als ich ursprünglich vorhatte und erwartet habe. So, I'm all tuckered out. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe lang genug an dieser Folge gearbeitet. Es ist immerhin der Blick von hier aus auf die Mühle fertig. Und sieht pretty aus. I like it. I think it turned out great. Ich bin glücklich damit, wie alles hier aussieht. Ich finde, es fühlt sich schon cool an, hier den Weg lang zu gehen. Auch wenn der Weg noch nicht komplett fertig ist. Aber langsam fängt es an, dass sich das Gebiet hier tatsächlich wie eine tatsächliche bewohnte Gegend anfühlt. Wenn die Gebäude langsam alle miteinander verbunden sind und ein paar Bäumchen und Büsche und sonst was dazwischen sind, it's getting somewhere. Ich habe außerdem, dadurch, dass ich das riesige Feld bepflanzt habe, mehr als genug Weizen gefunden und konnte endlich die Mühle so dekorieren, wie ich es eigentlich vorhatte. Yay, mehr Weizen! Und unser kleiner shitty Balkon ist der perfekte Aussichtspunkt, um das neue Feld zu bewundern. Is nice. I like it. Ich habe auf jeden Fall noch einiges an Terraforming und Umgebungsdesign vor mir bis zur nächsten Folge, schätze ich. Aber es ist an einem ansehnlichen Punkt, wo alles cute ist. Das ganze Feld ist bewässert, dadurch, dass hier überall Half-Steps mit Wasser drunter sind. Undercover-Bewässerungssystem. Ich habe den hinteren Teil der Eselfarm immer noch nicht fertig gemacht. Aber apropos Eselfarm, es gibt andere exciting News. Please, blockier das Schild nicht. Thanks. Ich habe mittlerweile einige Esel bekommen, die über 12 Blöcke pro Sekunde reiten können. Und ich habe außerdem meinen ersten Esel bekommen, der 4 Blöcke hoch springen kann. Jetzt muss ich die 2 nur noch kombiniert bekommen, dann habe ich meinen Dream-Esel. Theoretisch ist die maximale Sprunghöhe, glaube ich, 5 Blöcke und das maximale Tempo 15. Aber ich meine, ich brauche ja nicht den bestmöglichen Esel. Mein Ziel, was ich mir gesetzt hätte, war, dass er 12 Blöcke pro Sekunde rennt und 4 hochhüpft. Und ich bin nah dran, Leute. Meine Eselzucht geht auch voran. Und ich hatte sehr viel Zeit, mich um die Esel zu kümmern, während ich das ganze Feld hier bepflanzt habe. Falls ihr wissen wollt, wie viel Bone Meal sich angesammelt hat, während ich an dem Feld gearbeitet habe. Der Dropper, der das Zeug ausspuckt, ist komplett voll. Der Hopper, der da reingeht, ist komplett voll. Die Kiste hier ist schon ein gutes Stück weit gefüllt. Der Dispenser da oben ist komplett voll, genauso wie der Dropper, der da reinführt. Jupp,
Es hat effektiv einiges an Baummehl gesammelt, während ich gearbeitet habe. Und ich habe einiges davon auch schon wieder aufgebraucht, um ein bisschen Gras um den Weg zu pflanzen und so. Oh, und ich habe das Delay an dem Ausspucksystem verbessert, because I was an idiot. Ich kann einfach einen Step skippen und das ohne Repeater und ohne den Hopper irgendwie jemals zu stoppen machen, indem ich einfach nur eine Clock aus 2 Observern mache, die sich mit der Pressure Plate ein- und ausschaltet und dann alles ausspuckt, solange man draufsteht. Also es geht jetzt ein bisschen schneller. Jetzt ist das einzige Delay, dass es hier natürlich den ganzen Bubble weiter hoch muss. But it works. I'm okay with it. Wenn ich viel Bone Meal brauche, gehe ich sowieso lieber runter und pack mir ein paar Stacks ein. Anyway, ich würde sagen, das war genug für eine Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Get a pretty shot of my windmill. I love it. I'm so happy with it. I think it looks great. It's so cute. Mein Meisterwerk.